musst du fit sein, sonst schaffst du das gar nicht. Fieber haben, die können sich danach gar nicht mehr daran erinnern, wie sie auf euch sich dann schon mit Alkohol machen. Das ist Hochleistungssport. Angst, schlimm. Das ist Drogen und Alkohol. Das ist sozusagen das Alkohol. Man braucht wirklich für das, was wir machen, das ist Hochleistungssport. Dann vielleicht sogar manchmal mehrere Auftritte an einem Abend, wie Karneval zum Beispiel. Da musst du fit sein, sonst schaffst du das gar nicht. Nee, also ich habe das schon bei einigen Kollegen, und ohne jetzt Namen zu nennen, das würde ich sowieso nie, aber die auch viel Lampenfieber haben, die auch Angst vor diesem Bühnenauftritt haben. Das habe ich Gott sei Dank nicht. Und die betäuben sich dann schon mit Alkohol. Das habe ich schon erlebt. Also ich habe schon Kollegen erlebt, die können sich danach gar nicht mehr daran erinnern, wie sie auf die Bühne gekommen sind. Und das finde ich halt ganz schlimm. Also ich mache ja was mir Spaß macht und was ich liebe. Und wenn ich das nur machen kann, unter Betäubung, ob das jetzt Drogen sind oder Alkohol, finde ich das ganz schlimm. Und deswegen bin ich froh, dass ich erstens nicht dieses Lampenfieber und nicht diese Angst habe. Und dass ich Gott sei Dank nicht dieses Suchtpotenzial habe, was auch viele andere haben. Ich habe kein Suchtpotenzial, was Drogen angeht. Ich habe kein Suchtpotenzial, was Alkohol angeht. Das einzige Suchtpotenzial, was ich habe, Sport zu treiben und gesund zu bleiben. Das ist so eine Sucht von mir. Ich bin jemand, erstmal, das vermutet ja wahrscheinlich auch keiner so, das ist ein Ballermann-Künstler. Aber ich bin ja nicht nur Ballermann-Künstler. Ich mache auch viel Fernsehen und drehe gerade für ein neues Fernsehformat und. Aber viele sagen ja, kennen mich ja halt vom Ballermann und sagen, ja, da wird ja gesoffen. Der trinkt doch bestimmt. Ich trinke überhaupt keinen Alkohol. Also wenn, dann ganz, ganz selten. Und selten aus einem Grund, weil es mir gar nicht schmeckt. So, dann achte ich natürlich so ein bisschen auf meine Ernährung. Ich treibe ganz, ganz viel Sport. Also ich bin schon sehr diszipliniert. Deswegen macht mir das auch nicht so viel aus, dieser Job. Diese Anstrengung. Das ist Hochleistungssport, auf jeden Fall. Aber auch ohne Disziplin. Wenn ich nicht so diszipliniert wäre, hätte ich so eine erfolgreiche Karriere, die jetzt seit 23 Jahren geht, gar nicht geschafft. Ich habe ein total glückliches und zufriedenes Leben, und was andere Menschen über mich denken, das ist mir sowas von egal. Das sind ja meistens die Menschen, die schlecht über dich reden, sind ja meistens die Menschen, die ihr eigenes Leben schon längst verkackt haben. Oder ich habe das Glück, dass ich eine Frau habe, die eine prima Köchin ist, die backen kann und alles. Aber ich muss gestehen, ich achte schon ein bisschen auf meine Ernährung, aber ich esse wahnsinnig gerne süß, und da muss ich mich echt noch besser unter Kontrolle kriegen. Ich esse gerne Schokolade, ich esse gerne zum Nachmittag Teilchen oder Kuchen und sowas. Aber das löst ja auch Glückshormone aus, und deswegen finde ich, ist das auch ganz wichtig, dass man seinem Körper ab und zu auch mal was Gutes tut. Ich esse jeden Nachmittag zu einer Tasse Kaffee ein Stück Kuchen. Immer. Ach, ja, sieht man mir nicht an, das sieht man mir aber nur nicht an, weil ich auch extrem viel Sport treibe. Also ich bin eher sportfanatisch und sportverrückt und mache eigentlich alles. Ich fahre Ski, ich spiele Squash, ich spiele Tennis, ich gehe Mountainbike fahren, ich mache Bergtouren, ich mag Bergklettern. Also es gibt auch keinen Tag, wo ich keinen Sport mache, das gibt es nicht. Und wenn ich ganz früh morgens aufstehen muss oder ganz spät abends noch was machen muss, also da lege ich wirklich sehr viel Wert drauf. Also Sport war schon immer mein Lebenselixier. Ich habe früher, wo ich klein war, habe ich in der D-Jugend angefangen, Fußball zu spielen, habe mein ganzes Leben lang bis zum 36. Lebensjahr Fußball gespielt. Und ja, danach sind die ganzen anderen Sportarten noch dazugekommen. Ich bin dem lieben Gott so dankbar, dass damals diese Big Brother Staffel nicht 10 oder 15 Jahre vorher gestartet worden ist, sondern ich habe mit 36 mitgemacht, war ein gestandener Mann, habe schon ein Kind gehabt, eine Familie, einen großen Freundeskreis, und das war, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, bei diesem Hype, wie diese Sendung damals hatte, wäre auch ich so ein bisschen durchgedreht, weil jeder hat uns als Megastars angesehen, und damals, ich als 36-Jähriger, habe ich immer gesagt, tu die Hand weg. Ich hasse dieses Wort Star. Aber wenn man jünger ist, so wie damals auch Zlatko war, der war ja erst 23, ich glaube, das hätte bei mir auch irgendwas in die falsche Richtung losgehen können. Und deswegen bin ich unheimlich dankbar, dass ich das mit 36 erlebt habe, wo ich schon ein gestandener Mann war.